Ich habe jetzt seit 1976 immer Kontakt gehabt. Erstens zu Rainer Kunze, zweitens dann auch zu Jürgen Fuchs, die ich noch vor ihrer Emigration, oder was heißt Emigration ist falsch, also Jürgen ist im Grunde gekidnappt worden und dann abgeschoben, kannte. Ich habe damals auch verschiedene Texte verfasst, die ich allerdings nie für nötig gehalten habe zu veröffentlichen, um es mal ganz einfach zu sagen. Sie sind inzwischen leider durch Unachtsamkeit von mir trotzdem etliches veröffentlicht worden, aber lassen wir mal dahingestellt. Ich verstand mich damals quasi als, auch wenn auch nicht also auf dem Level von Fuchs oder Kunze stehen, aber doch als jemand, der auch anfängt, in diesem Job also in diesem Bereich sich zu betätigen, mit unklaren Zielen, muss ich sagen. So, diese Verbindungen haben bewirkt, dass ich natürlich jetzt auch innerhalb der DDR einen Kreis von Leuten kannte, die sich erstens dafür interessierten, was tun diese Leute, zweitens die Aktualität dieser damaligen Entwicklung sozusagen verspürten, die sich darin äußerte, dass ja der Weggang, oder besser gesagt, ja der Weggang von Rainer Kunze und die vorausgegangene Ausbürgerung von Biermann und von Jürgen Fuchs, dann, beziehungsweise Jürgen Fuchs ist damals noch in DDR-Haft gehalten worden und ist dann im späteren Verlauf 77, glaube ich, oder ja, 77 abgeschoben worden. Die Aktualität dieser Ereignisse bestand darin, dass sie der Anfang eines größeren Exodus von Persönlichkeiten gewesen ist. Sarah Kirsch, Günter Kunert und wie sie alle hießen, also ich will sie nicht alle aufzählen. Sehr viele jedenfalls. Und es war fast alle Monate wieder eine Person, über die diskutiert wurde. Ich als jemand, der jetzt immerhin noch die letzte Lesung von Kunze hier in Dresden organisiert hat, im Jahr 1976, in der Nacht vom 30. oder am Abend des 30. November 1976 hat er im Turm der Dreikönigskirche vor der Dreikönigsgemeinde geduldet und befördert vom Pfarrer Köhl, dem späteren sächsischen Militärpfarrer, aus dem Buch Die wunderbaren Jahre vorgelesen. Und organisiert hatten seine Einwilligung und die Verhandlungen mit ihm hatten ein Freund von mir oder zwei Freunde von mir und ich, aber hauptsächlich natürlich, weil ich die Beziehung zu Kunze hatte. So, und diese Kontakte sozusagen, die machten einen auch so in gewisser Weise zu einem Ansprechpartner. Also das heißt, man erwartete von jemandem, der diese Kontakte hatte, auch kompetente Urteile oder Aussagen zu bestimmten Dingen, die damals eben anlagen. Und das heißt, also auf diese Weise wird man in eine gewisse politische Rolle hineingedrängt. Und natürlich nicht ohne mein Zutun, denn selbstverständlich wollte ich auch andere Verhältnisse hier haben. Und das war ja gerade der Grund meiner Zuneigung zu Kunze und zu Fuchs, dass sie das auch wollten. Die Konsequenz war, dass man also auf diese Weise, sagen wir mal, in eine Community eintrat, wie man das heute neudeutsch ausdrückt, die mit dem Verhältnis nicht zufrieden war und sie auf ihre Weise mit ihren Mitteln angegriffen hat. Es gab gleichzeitig noch eine Linie in Greiz und es gab eine Linie in Berlin, zu der ich Verbindung hatte. Die Greizer Linie, das ist natürlich die Linie, mit der auch Kunze zu tun hatte, die verkörpert wurde damals von Manfred Böhme, den ich aber relativ zeitig als jemanden verdächtigte, der für die Staatssicherheit arbeitet. Ich habe mich also 1978, es könnte aber auch 79 sein, so genau weiß ich es nicht mehr,
definitiv von ihm getrennt. Als ich ihn in Leipzig in einer Wohnung aufgestöbert habe, obwohl von ihm behauptet worden war, er säße in Haft um diese Zeit, und ihm dann auf den Kopf zugesagt habe, dass er ganz offensichtlich für die andere Seite arbeitet, denn die Situation in Greiz ist auf sein Verhalten zurückzuführen. Sie verdächtigten sich alle gegenseitig und es war ein absolutes Klima des Misstrauens, was ausschließlich auf seine Aktivitäten zurückgegangen ist. Und ich habe gesagt, es gibt keine andere Logik, als dass du für den Verein arbeitest. Und aus dem Grunde war das heute mein letzter Besuch bei dir. So. Daraufhin hat er uns in einer spektakulären Aktion dort aus dem Haus rausgeworfen. Man hat die Klingelbretter gedrückt, damit die Leute alle gucken, und meine Frau und mich dann, also meine Frau war dabei. Das ist die einzige Situation in einer großen politischen Auseinandersetzung, wo sie mal dabei gewesen ist. Also, und demzufolge mal die ganze Dramatik damit gemacht hat, wo er uns rausgeschmissen hat, weil wir Verräter und sonst was alles sind. Also gut, dann sind wir gegangen. Leipzig, breite Straße. Und da habe ich mit Manfred Böhme gebrochen gehabt, aber mit den Greizer, mit der Greizer Gesellschaft, also mit diesem Greizer Kreis sozusagen, habe ich nicht gebrochen. Wir hatten eine hervorragende Freundschaft über Jahre hin. Und es hält auch noch heute an, nur dass man sich nicht mehr so oft sieht. Und gleichzeitig hatte ich dann 1987 mal einen Brief geschrieben, der 88 veröffentlicht worden ist, an Stefan Hermlin. Und zwar hing das zusammen mit dem Bundestagswahlkampf 1987, als Kohl sagte, die DDR unterhielte Konzentrationslager, und wo politisch Andersdenkende untergebracht worden seien. Und das hat also die DDR-Empörungsindustrie zu einer neuen Glanzleistung geführt, die also jetzt kamen also die Briefe aus allen Kreisen der Arbeiterklasse, die sich da gegen diese ungeheuerlichen Unterstellungen von Kohl zur Wehr setzten, und an der Spitze stand damals Stefan Hermlin, der wie wir heute wissen, war er überhaupt nicht im KZ. Er hat ja seine Biografie vorgetäuscht, nicht? Und hat sich da also als vermeintlich Betroffener erheblich dagegen gewehrt. Und daraufhin habe ich ihm einen Brief geschrieben und ihm also völlig unverblümt, so wie ich auch heute schreiben würde, über das Prinzip der Unterdrückung und auch der politischen Haft in der DDR einen Brief geschrieben. Also der erste Satz war: Am Dickicht der Resignation wachsen manchmal pralle Freiheiten. Und dann habe ich Ihnen den Brief geschrieben. Und der Brief ist dann also ich habe dann eine Abschrift Leuten zugänglich gemacht, von denen ich wusste, dass sie in Berlin Samisdat-Literatur verfassen. Und da ist das dann im Berliner Samisdat erschienen und jetzt auch mehrfach irgendwo dokumentiert. Der Herr Kowalczuk hat das in sein Buch aufgenommen und so weiter und so fort. Und das ist sozusagen eine der, dieser Brief ist eine Kampfansage gewesen. Und einer ich meine, man hat damals in der DDR, im Samisdat auch sehr viel, sagen wir mal, nachgeahmt, also von der Diktion der 68er, der Friedensbewegung im Westen und so was abgeschrieben. Dieser Brief war das Ganze nicht, sondern es war eine vollkommen ohne jede Schutzformulierung oder ohne jeden Versuch, irgendwas doppeldeutig zu sagen oder sonst wie, eine ganz klare Abrechnung mit der Realität in der damaligen DDR. Ich kann vom Glück reden, dass damals nichts passiert ist. Ich hatte damit gerechnet gehabt. Hermlin hat mir dann auch eine nichtssagende Antwort darauf geschickt. Selbstverständlich fühlt er sich angegriffen. Dieser Brief, ich will es kurz machen, dieser Brief hat mir dann plötzlich auch in Berlin irgendwie einen Namen
verschafft, den ich sonst wahrscheinlich nicht gehabt hätte. Das hieß aber nun noch nicht, dass ich mich mit der Berliner Opposition identifiziere. Ich sah, dass der Manfred Böhme bei der Initiative für Frieden und Menschenrechte den Ton ankippt. Meine Meinung zu ihm hatte sich nicht im Mindesten geändert. Für mich war klar, dass er beim Ministerium, also zumindest also im Auftrag der DDR arbeitet, aber nur direkter Mitarbeiter beim Ministerium für Staatliches konnte man nicht wissen. Aber auf alle Fälle, dass er für die DDR arbeitet und dass er die ganze Berliner Truppe da an der Nase herumführt. Und das habe ich auch der Ulrike Poppe noch 1988 gesagt. Ich habe vorher einen Freund von mir in Mecklenburg gewarnt. Der kannte den Manfred Böhme noch nicht. Ich wusste allerdings inzwischen, dass er in Neustrelitz im Theater arbeitet. Und er, dieser Freund von mir aus Mecklenburg, der dort zu dieser Zeit Pastor gewesen ist, in Ramburg, den habe ich darauf hingewiesen, wenn du das nächste Mal zu deiner Initiative für Frieden und Menschenrechte gehst nach Berlin, dann könnte es sein, dass bei euch jemand aufkreuzt, der so und so aussieht. Und, Entschuldigung. Nee, also ich wollte sagen, ich hatte dann auch Bescheid gesagt an einen Freund, wenn der Mann bei euch auftaucht, dann macht euch eure eigenen Gedanken über ihn. Ich bin der Meinung, er arbeitet für die Gegenseite. Die betrachteten mich als leicht paranoid, was verständlich sei und so weiter und so fort. Und haben natürlich den Manfred Böhme als den großen Helden der Berliner Salons da akzeptiert. Und er hat dann die SDP gegründet. Ich wusste von dem Vorhaben auch, weil mich Greizer Freunde darauf aufmerksam gemacht hatten und eigentlich dachten, dass ich mit nach Schwante fahre zur Gründung der SPD, aber selbstverständlich nicht. Es hat sich auch schon vorher, ich hatte immer ein kritisches Verhältnis zur SPD West auch entwickelt in dieser Zeit und demzufolge kam ich nicht in Frage dafür und wollte auch nicht mitmachen. Ich wollte nur sagen, auf diese Weise bin ich in diese oppositionellen Zirkel bin ich nach und nach in diese oppositionellen Zirkel involviert gewesen.